Alles ist eins. Alles ist ein Teil des Tao. Alles ist ein Teil des Ganzen, des sogenannten Allganzen. Dieses Allganze ist in verschiedene Teilbereiche untergliedert. Zu diesen Teilbereichen gehören die drei Welten der Seele, die ich in diesem Video erläutern möchte. Die drei Welten der Seele sind die physische Welt, die Astralwelt und die Kausalwelt. Zuerst gehe ich auf die Besonderheiten und Erfahrungsbereiche der physischen Welt ein. Im Anschluss erkläre ich die Astralwelt, ihre Bewohner und ihre Strukturierung. Zudem führe ich das Thema Astralreisen und die Kontaktaufnahme mit der Astralwelt aus. Danach erläutere ich die Kausalwelt, ihre Strukturierung, kausale Lehrer und die Übermittlung von Botschaften aus der Kausalwelt. Zum Abschluss gebe ich einen Ausblick auf die höheren Bewusstseinsebenen. Interessieren dich nur bestimmte Themen in diesem Video, kannst du sehr leicht Inhalte überspringen. Das geht über die aufgegliederte Zeitleiste des Videos oder die Videobeschreibung. Als erstes möchte ich die Besonderheiten der physischen Welt erläutern. Seelen benötigen sehr viel Mut, um sich in einem menschlichen Körper zu inkarnieren. Es wagen nur sehr wenige Seelen diesen Schritt. Das liegt daran, dass sie hier Schmerzen, Ängste und Schwierigkeiten durchleben. Sie sind in der physischen Welt getrennt vom Ganzen. Getrennt sein ist eine unangenehme und beängstigende Erfahrung. Eine Erfahrung, die die Seelen in ihrer ganzen Existenz noch nie gemacht haben. Aber gerade dieses Getrenntsein ist besonders wichtig. Nur im getrennten Zustand können Seelen sich in bestimmten Bereichen weiterentwickeln. Nur im getrennten Zustand können sie die Dinge lernen, die sie sich vorgenommen haben. Der Körper ist das Instrument der Seele. Er dient ihr dazu, notwendige Erfahrungen zu sammeln. Alles muss erlebt und nichts darf ausgelassen werden. Inkarniert sich eine Seele das erste Mal auf der Erde, gibt es kein Zurück mehr. Sie kann den Inkarnationszyklus nicht mehr abbrechen. Die Seele muss die notwendigen Inkarnationen vom ersten bis zum letzten Leben durchleben. Die Quelle unterscheidet drei Erfahrungsbereiche, die der Seele nur in der physischen Welt zugänglich sind. Erstens: Menschen besitzen Familie und Blutsverwandtschaft. Eine Seele erlebt im Körper beispielsweise Kontakt, Intimität, enge Beziehungen, Sexualität, Geburt, Elternschaft, Liebe auf körperlicher Ebene, Mangel an Liebe und Verweigerung der Liebe. Zweitens: Menschen sind körperlich verletzbar. Nur im physischen Zustand kann die Seele erleben Krankheit, Tod, Altern, Verfall, zerbrechliche und gebrechliche Körper, Zerteilung des Körpers, Verletzung und Zerstörung der Psyche, Empfindlichkeit gegenüber Einflüssen wie Klima, Gewalt und Krankheit. Drittens: Menschen treffen unvermeidlich und unausweichlich Entscheidungen. Sie entscheiden sich, auf eine bestimmte Art zu reagieren. Sie entscheiden sich zu lieben. Sie entscheiden sich zu hassen. Die Seele lernt, Verantwortung für Entscheidungen zu übernehmen und daraus resultierende Konsequenzen zu erfahren. Jede Entscheidung ist wertvoll und führt die Seele auf ihrem Weg der Entfaltung weiter. Es gibt keine vergeudete Lebenszeit. Ein bewusstes Erleben der Entscheidungsprozesse ist nicht notwendig. Schließlich können Entscheidungen ins Unbewusste verdrängt werden. Für eine verkörperte Seele ist es wichtig, das Leben zu leben und sich seinen Herausforderungen zu stellen. Ich zitiere die Quelle: Leben will gelebt sein. Leben will nicht vermieden werden. Der Körper ist zum Leben da. Er ist der Freund der Seele. Wer lebt und sich zugleich dem Leben entziehen möchte, setzt sich einem unlösbaren Konflikt aus. Der Konflikt entsteht aus dem Leugnen der Gesetzmäßigkeiten vom Leben im Körper
oder durch den aussichtslosen Kampf gegen eben diese Gesetzmäßigkeiten. Leben bedeutet Polarität und Dualität. Und wenn eine Seele sich entschließt, einen Körper zu bewohnen, stellt sie sich diesen Gesetzmäßigkeiten. Das Leben ist kein Jammertal. Das Leben ist auch keine Gipfelwanderung von einer Freude zur nächsten. Die Gesetze von Polarität und Dualität bestimmen, dass Freude und Leid, Jammer und Glück wohl ausgewogen an der Entwicklung der Seele beteiligt werden müssen. Zitat Ende. Jetzt möchte ich mich mit der Astralwelt beschäftigen. Die Astralwelt ist die Heimat aller Seelen. Sie ist die Welt, in der sich Seelen zwischen ihren Inkarnationen aufhalten. Hier können sie sich erholen, sich sammeln und das Erlebte verarbeiten. Die Zwischenphasen zwischen den Leben sind von größter Wichtigkeit. Seelen in der Astralwelt existieren. Sie haben aber kein Leben, so wie sie das auf der Erde hatten. Schließlich leben sie im Nirgendwo. Sie reisen nicht, indem sie Wegstrecken zurücklegen. Sie reisen, indem sie die Dichte ihrer Präsenz verändern. Dadurch werden sie manchmal sogar sichtbar für das menschliche Auge und sind wahrnehmbar als transparente Gestalten. Entkörperte Seelen benötigen einen wesentlich größeren Raum als Seelen im Körper. Ihre Dichte ist geringer als die Dichte der verkörperten Seelen. In der Astralwelt können Seelen nur durch ausreichend Raum ihre Schwingungen von den Schwingungen anderer unterscheiden. Für Seelen in der Astralwelt haben Raum und Zeit eine andere Bedeutung als für physisch inkarnierte Seelen. Sie sind aber noch mit der Vorstellung von Raum und Zeit auf der Erde vertraut. Die physische und die astrale Welt stehen in einer stetigen Interaktion miteinander. Es besteht ein fast ununterbrochener Kontakt und eine gegenseitige Abhängigkeit. Die astrale Welt ist in Dimensionen unterteilt. Das erste, das zweite und das dritte Territorium. Man kann sich die Dimensionen so vorstellen wie unterschiedliche Ebenen, Bereiche oder Schichten. Sie sind nicht hierarchisch angeordnet, sondern gleichberechtigt zueinander. Die Bewohner der Territorien unterscheiden sich voneinander. Sie haben verschiedene Existenzweisen, Gewohnheiten, Weltanschauungen, Ziele, Aufgaben und Anliegen. Auch die Kontakte, die sie mit der physischen Welt herstellen, sind unterschiedlich. Jetzt möchte ich die drei Territorien der Astralwelt schrittweise erläutern. Das erste Territorium ist absolut gestalt- und formlos. Es gibt zwei unterschiedliche Bewohner im ersten Territorium, nämlich Wesen, die nicht den Mut haben, sich zu verkörpern, und Wesen, die sich nicht verkörpern möchten. Wesen, die nicht den Mut haben, sich zu verkörpern, finden in der Astralwelt keine Ruhe. Sie haben sich bereits vom großen Ganzen getrennt. Weil sie fragmentiert und allein sind sie ängstlich und verwirrt. Ihre Ängste geben sie an Menschen ab und entlasten sich dadurch. Sie passen ihr Aussehen an die jeweilige Gesellschaft und Kultur an. Beispielsweise treten sie als Geister oder Kobolde auf. Menschen, die auf einer sehr niedrigen und ängstlichen Energieebene schwingen und vereinsamt sind, werden mit erhöhter Wahrscheinlichkeit von Wesenheiten aus dem ersten Territorium heimgesucht. Genauso emotionalere und ungebildetere Menschen und Menschen jüngeren Seelenalters. Es müssen zwei Bedingungen erfüllt sein, damit diese Seelen wahrgenommen werden können. Erstens, die Menschen müssen die Erscheinung für möglich halten. Zweitens, die Schwingungen der Orte müssen eine Materialisierung möglich machen. Die Seelen müssen sich an den Orten wohl und beschützt fühlen. Beispielsweise sollten diese Orte nicht übermäßig besucht sein. Diese Seelen zeigen sich lieber einzelnen Menschen. Nun zu den Wesen, die sich nicht verkörpern wollen. Zu diesen Wesenheiten zählen beispielsweise Naturgeister und Energiemanifestationen, die von Pflanzen, Bäumen, Blumen, Steinen, Bergen, Wasserläufen, Flüssen und Meeren ausgehen. Manchmal zeigen sie sich als durchsichtige, würdevolle
oder sogar liebreizende Gestalten. Diese Wesenheiten haben einen anderen Weg als die Menschenseelen gewählt. Ihr Weg beinhaltet eine einzige materielle Manifestation, ein einziges Leben. In meinem Video über die Organisation des Seelischen habe ich ja bereits die Begriffe Seelenfamilie, Seelensippe, Seelenstamm und Seelenvolk erläutert. Das erste Territorium ist sehr wichtig für diese Organisationsformen. Es ist nämlich der Startpunkt für Seelenvölker, die sich in Körper inkarnieren möchten. Auf dem ersten Territorium sammelte sich das Seelenvolk der Menschen vor seiner ersten Inkarnation. Die Menschenseelen waren noch nicht vereinzelt. Das Seelenvolk war noch nicht in seelische Einheiten aufgespalten. Es gab noch keine Seelenfamilien, Seelensippen und Seelenstämme. Erst als sich die ersten Seelenstämme inkarnierten, strukturierte sich automatisch das ganze Seelenvolk in Einheiten. Dadurch war das Seelenvolk der Menschen zu einem Teil auf dem ersten Territorium und zu einem anderen Teil in einer Art Vorhof des zweiten Territoriums. Nun komme ich zum zweiten Territorium der Astralwelt. Auch hier unterscheiden sich die Bewohner in zwei Gruppen. Zum einen ist es bewohnt durch Seelen, die sich zwischen den Inkarnationen befinden, und zum anderen durch Seelen, die noch in ihren Körpern inkarniert sind. Für Seelen, die sich zwischen den Inkarnationen befinden, erfüllt der Aufenthalt in der Astralwelt wichtige Funktionen. Das habe ich bereits ausführlich in meinem Video über das Leben nach dem Tod erläutert. Die Seelen ruhen sich hier aus und erholen sich von ihrer körperlichen Existenz. Sie regenerieren sich, ohne von einem Körper behindert zu werden. Es besteht die Möglichkeit, Erlebtes nochmal durchzugehen, auszuwerten und zu reflektieren. In der Astralwelt sind Ängste reduziert. Dadurch besitzen die Seelen ein vergrößertes Bewusstseinspotenzial. Sie handeln weniger lieblos und können mit anderen Seelen besser ins Gespräch kommen. Auch mit Seelen, mit denen sie verfeindet waren oder die ihnen Schmerzen zugefügt haben. Karmische Verbindungen können auf eine objektivere Weise betrachtet, verarbeitet, verstanden und betrauert werden. Während des Aufenthalts in der Astralwelt planen die Seelen neue Inkarnationen. Hier kann zum Beispiel beschlossen werden, karmische Verstrickungen zu vertiefen oder aufzulösen. Wenn dich das Thema Karma aus Sicht der Seelenlehre näher interessiert, empfehle ich dir mein Video über Karma, Schuld und Sünde. Die Seelen bleiben im zweiten Territorium der Astralwelt nur so lange, bis sie sich für einen neuen Körper entschieden haben. Das dauert durchschnittlich gesehen nicht länger als 70 Jahre. Es kann aber auch deutlich kürzer oder länger sein. Eine Seele, die als Kind gestorben ist, wird sich sehr viel schneller wieder inkarnieren, um Geplantes nachzuholen. Seelen, die ein langes Leid und starke Herausforderungen erlebt haben und in der Entwicklung weit vorangeschritten sind, verbleiben eher länger in der Astralwelt. Hier benötigen sie viel Zeit zur Beratung, Verarbeitung und Schöpfung neuen Mutes. In den ersten Wochen und Monaten nach dem Tod sind kürzlich verstorbene Seelen noch häufig mit ihren Angehörigen verbunden und lassen ihnen Botschaften zukommen, beispielsweise im Traum. Diese Kontakte werden mit der Zeit immer seltener. Das Interesse von Verstorbenen an ihrem früheren Leben lässt Schritt für Schritt nach. Viele Menschen glauben, dass sie nach ihrem Tod alle vor ihnen Verstorbenen wiedersehen können. Das ist aber nicht immer möglich. Es kann zum Beispiel sein, dass sich die Seele der verstorbenen Mutter schon wieder in einem Körper inkarniert hat. Im zweiten Territorium der Astralwelt befinden sich sogenannte astrale Ruheräume. Dorthin werden die Seelen kürzlich Verstorbener geleitet. In diesen können sie sich erholen, ausruhen und die Erinnerung an Schmerzen und Ängste loslassen. Die Entspannung ist notwendig für die seelische Entwicklung. Sie hilft den Seelen zu realisieren, dass sie sich nicht mehr in ihrem Körper befinden. Das zweite Territorium der Astralwelt ist eine Art Spiegelbild der Verhältnisse auf der Erde. Es gibt Häuser, Wohnungen, Landschaften
Dörfer und Städte. Diese Behausungen sind nicht materiell. Die Seelen tragen durch mentale Projektionen zur Gestaltung des Territoriums bei. Es entstehen Räumlichkeiten, die mit anderen Räumlichkeiten verbunden sind. In den Behausungen halten sich Seelen mit gleicher mentaler Prägung auf. Ein Chinese, der einem Ahnenkult angehört hat, wird sich zunächst von seinen Ahnen umgeben wiederfinden. Hindus und Buddhisten werden sich im Nirvana befinden. Schließlich wären sie ziemlich abgeschreckt, wenn sie von ihren Ahnen umgeben wären. Ein Christ, der ein besonderes Verhältnis zum Thema Schuld hat, wird in Räume geführt, in denen er sich von den Lasten seiner Schuldgefühle und Schmerzen befreien kann. Dort kann er sich zum Beispiel von seiner Leidensbereitschaft erholen. Die Räume werden von ruhigen, freundlichen, tröstenden und heilenden Wesen betreut. Es findet eine Art Reinigung statt, aber keine solche Reinigung wie in christlichen Vorstellungen beschrieben. Kein Fegefeuer, keine Reinigung durch Bestrafung, Sühne und Aktivierung von Vorwürfen und Schuld. Es ist eine Reinigung durch Trost, Entspannung und Beruhigung. Es ist eine Reinigung von Gefühlen der Schuld und der Angst vor der Sünde. Im Anschluss wird die Seele in Räume geleitet, in denen sie Angelegenheiten klären, sich beraten und Einsichten erlangen kann. Sie kommt in Kontakt mit ihren Seelengeschwistern. Im Verlauf ihres Aufenthalts kann sie Seelen treffen, die sie aus früheren Leben kennt. Absprachen, sich nach dem Tod wiederzusehen, können hier eingelöst werden. Die Seele begreift nun langsam die Realität in der astralen Welt. Sie räumt mit den Überzeugungen auf, die sie als Mensch in der physischen Welt gehabt hat. Das dauert nach weltlicher Zeitrechnung nicht länger als ein Jahr. Seelen aus dem zweiten Territorium der Astralwelt versuchen in seltenen Fällen, Menschen negativ zu beeinflussen und zu besetzen. Ihr Seelenalter ist das von Säuglingsseelen oder Kindseelen. Sie haben ein sehr geringes Selbstvertrauen und möchten ausprobieren, wie es ist, sich feineren Schwingungsformen zu nähern. Des Öfteren sind es auch Seelen, die während ihrer Inkarnation nur einen geringen geistigen Fortschritt gemacht haben. Sie möchten oft nicht wahrhaben, dass es so etwas wie den Tod gibt. Ihnen fällt es schwer, sich vom vergangenen Leben zu lösen. Sie suchen sich Menschen, die genauso ängstlich sind wie sie. Manchmal ist es ihr Ziel, sie zu verführen und zu besetzen. Als nächstes komme ich zu den zweiten Bewohnern des zweiten astralen Territoriums. Diese sind die sogenannten Astralreisenden. Das sind Seelen, die in Körpern inkarniert sind und sich in Kontakt mit der Astralwelt begeben. Wie der Name schon sagt, reisen Astralreisende vorübergehend in Sphären der Astralwelt. Andersherum stellen auch Seelen in der Astralwelt einen Kontakt mit Menschen her. Oft sind das ehemalige Blutsverwandte, Seelen, mit denen eine karmische Verbindung besteht, und Seelenfamilienmitglieder, die nicht inkarniert sind. Die entkörperten Seelengeschwister begleiten und lenken das, was die inkarnierten Seelengeschwister tun wollen. Sie achten darauf, dass die Erfahrungsaufgaben der Seelenfamilienmitglieder und der ganzen Seelenfamilie gemacht werden. Der Kontakt kann während Entspannungsphasen, Meditation, Fieberkrankheiten und chemisch beeinflussten Zuständen herbeigeführt werden, sowohl in Zeiten von großer Entspannung oder höchster Anspannung und Belastung. Es gibt mehrere Voraussetzungen dafür, dass sich ein Mensch aktiv auf Astralreisen begeben kann. Menschen sollten empfänglich und offen für das sein, was außerhalb von ihnen existiert. Der Körper der Menschen sollte entspannt sein. Durch Entspannung bekommt der Geist eine große Reichweite. Es muss allerdings für ihn noch möglich sein, trotz des Entspannungszustands den Astralkörper zu dirigieren und zu lenken. Astralreisende sollten ihre Ängste in ausreichendem Maß reduzieren. Das kann am besten durch Formen der Selbsterforschung herbeigeführt werden, beispielsweise durch die Betrachtung der eigenen Persönlichkeitsstruktur oder Meditationen, die innere Stille bewirken.
Eine weitere Voraussetzung ist das Erkennen, Reinigen und Gestalten der Verbindungskanäle. Zudem sollten sich Menschen in der Physis ausreichend verankern. Eine fehlende Erdung könnte dazu führen, dass sich der Astralleib nicht mehr mit dem physischen Leib verbinden kann. Menschen benötigen eine gefestigte Persönlichkeitsstruktur, um erfolgreich mediale Kontakte zur Astralwelt von größerer Reichweite herstellen zu können. Die Quelle ist der Meinung, dass Menschen sich nicht zu häufig auf Astralreisen begeben sollten. Das Leben ist zum Leben da, und auch ohne aktives Astralreisen sind Menschen im regelmäßigen Kontakt mit der Astralwelt. Reife und alte Seelen erleben Begegnungen, Berührungen und Kontakte mit der Astralwelt bewusster. Die Kontakte werden sichtbarer. Je älter Seelen werden, desto bewusster können sie Kontakte mit der Astralwelt herstellen. Sie warten jetzt nun nicht mehr passiv darauf, dass Seelen aus der Astralwelt mit ihnen in Verbindung treten. Jetzt zum dritten Territorium der Astralwelt. Das dritte astrale Territorium wird von Seelen bewohnt, die ihren Inkarnationszyklus abgeschlossen haben. Sie warten auf diejenigen Seelenfamilienmitglieder, die ihren Inkarnationszyklus noch nicht beendet haben. Sie warten darauf, dass sich alle Seelengeschwister vereinigen und die Astralwelt verlassen können. Im dritten Territorium befinden sich die Seelen immer noch im fragmentierten Zustand. Sie sind freudvoller, gelassener, ruhiger und liebevoller als ihre Seelengeschwister in der physischen Welt und der Astralwelt. Seelen auf dem dritten astralen Territorium kümmern sich um ihre Seelengeschwister. Sie versuchen unablässig mit ihnen Kontakt zu halten. Es findet ein ununterbrochener Energieaustausch statt, der geprägt ist von Liebe, Wärme und Anteilnahme. Er ist befreit von Ängsten und Bedürfnissen des Egos. Die Seelengeschwister übermitteln Botschaften, die den Menschen ihre Ängste nehmen. Man kann sie auch als Schutzengel bezeichnen. Ein Mensch hat aber nicht nur einen einzigen, ihm zugeordneten Schutzengel. Mehrere Fragmente der Seelenfamilie behüten, beschützen und beraten ihn. Es können aber bestimmte Erfahrungen, Leid und Schmerz nicht immer verhindert werden. Das liegt daran, dass die Seele beschlossen hat, bestimmte Erfahrungen zu machen. Verhindert werden ungeplante, ungewollte und die Entwicklung behindernde Erfahrungen. Nicht alle Seelen haben einen solchen Schutz, weil es Seelenfamilien gibt, bei denen kein Mitglied bisher den Inkarnationszyklus abgeschlossen hat. Aber selbst in solchen Seelenfamilien befinden sich in der Entwicklung fortgeschrittenere Seelengeschwister, die zur Hilfe eilen können. Auf dem dritten Territorium der Astralwelt können sich mehrere Seelenfamilien für gemeinsame Ziele zusammenschließen und sich zu einer Erscheinung verdichten. Dadurch können sie inkarnierte Seelen entspannen, in einen Zustand der Bereitschaft versetzen und sogar Krankheiten heilen. Wenn die letzte Seele einer Seelenfamilie den Inkarnationszyklus abgeschlossen hat, vereinigt sie sich mit den Seelengeschwistern. Die Seelenfamilie schließt sich auf dem dritten Territorium der Astralwelt zu einem unfragmentierten Ganzen zusammen. Dadurch verändert sich ihre energetische Schwingung so, dass sie die Astralwelt verlassen muss. Die Seelenfamilie begibt sich in eine Welt, die ihrer neuen Schwingung entspricht. Diese Welt ist die Kausalwelt. Hier existiert keine Vorstellung von Zeit mehr. Es geschieht alles gleichzeitig, alles vermischt und vernetzt sich simultan. Die Vorstellung von Raum als etwas Endlichem ist aufgehoben. Wesenheiten, die sich in der Kausalwelt befinden, schweben in und zwischen allen Räumen. Ebenso existiert hier nicht das Prinzip von Ursache und Wirkung. Es gibt keine Dualität, Ängste, Schmerzen und Leiden. Diese entstehen meistens aus dem Getrenntsein, aber hier ist nichts mehr voneinander getrennt. Die vereinte Seelenfamilie versteht sich nicht mehr als Gruppe von Individuen, sondern als eine große Ganzheit. Diese Ganzheit hat eine eigene Identität, die sich aus den Identitäten der Einzelseelen zusammensetzt. Die vereinte Seelenfamilie existiert in Liebe.
In der Kausalwelt trifft sie auf viele andere Seelenfamilien, die bereits alle Inkarnationen auf der Erde oder anderen Planeten abgeschlossen haben. Die Seelenfamilien unterscheiden sich durch ihre Schwingung, Identität, Zusammensetzung und Aufgabe. Sie haben durch die Aufteilung in Seelensippen, Seelenstämme und Seelenvölker verschiedene Verwandtheitsgrade. Der Unterschied zu anderen Seelenfamilien wird nicht als fremd empfunden. Das liegt daran, dass es keine Grenzen mehr gibt, die Kontakte verhindern könnten. Die Seelenfamilien kommunizieren miteinander. Dazu genügt schon eine kleine Veränderung ihrer Frequenz. Sie vernetzen sich miteinander und verbinden dadurch ihre Erfahrungen und ihr erreichtes Wachstum. Seelenfamilien in der Kausalwelt haben einen riesigen Erfahrungsschatz und ein großes Informationspotenzial. Sie können ohne Schwierigkeiten alle Zusammenhänge und das Wechselspiel zwischen Ursache und Wirkung verstehen. Die Seelenfamilien lernen und entwickeln sich auch auf der Kausalebene weiter. Die Lern- und Entwicklungsschritte unterscheiden sich von denen der physischen Welt und der Astralwelt. Seelenfamilien können sich hier nur weiterentwickeln, wenn sie ihre Liebesfähigkeit aktiv einsetzen. Das geschieht dadurch, dass sie einzelne Seelen in ihrer Entwicklung unterstützen. Als kausale Lehrer belehren, unterrichten und begleiten sie Menschen, die verwirrt, ratlos und hilflos sind. Sie geben ihnen Möglichkeiten der Einsicht und der Veränderung. Sie verringern ihre Qualen durch Erkenntnis, Liebe und Entspannung. Zudem lösen sie ängstliche Verkrampfungen und lindern überflüssige Ängste. Kausale Lehrer haben fest umrissene Aufgaben in der Kausalwelt zu erledigen, um ihre eigene Entwicklung voranzubringen. Sie dürfen die Aufgaben anderer kausaler Lehrer weder berühren noch übernehmen. Die Quelle beschreibt ihre Lernaufgabe in der Kausalwelt in folgendem Zitat: Verstehen, Verständnis und Einsicht sind die Voraussetzungen für Liebe. Aber Liebe ist mehr als die Summe dieser drei Haltungen. Und das ist unser Anliegen, euch zu sagen, dass selbst alles Wissen der Akasha-Chronik euch nicht glücklich und zufrieden machen kann, wenn nicht unsere Liebe imstande ist, eure Liebe zu aktivieren. Deshalb müssen wir Wege suchen, euch die gewünschten Informationen in einer Weise zukommen zu lassen, die euch wirklich hilft, in Liebe zu erkennen und die nicht dazu beiträgt, euer Ego zu stärken. Diese Kunst zu üben, euch das, was ihr wollt und wissen sollt, so zu sagen, dass ihr es nicht nur begreifen, sondern auch wirklich annehmen könnt, das ist unsere Aufgabe. Das lernen wir und wollen wir lernen. Zitat Ende. Jetzt möchte ich auf die Besonderheiten der Kommunikation zwischen der physischen Welt und der Kausalwelt eingehen. Menschen stehen nicht in ununterbrochener Verbindung mit der Kausalwelt. Sie können aktiv die Verbindung mit der Kausalwelt herstellen, wenn sie das liebende und befreiende Wissen der kausalen Lehrer in Anspruch nehmen möchten. Andersherum stellen kausale Wesenheiten Verbindungen mit Menschen her, weil sie für ihre Entwicklung auch auf ihre Schüler angewiesen sind. Die Seelenfamilien auf der kausalen Ebene haben sich auf unterschiedliche Informationen spezialisiert. Strebt ein Mensch nach einer bestimmten Form von Wissen, dann werden sie die kausalen Lehrer finden, die ihnen die meisten Informationen geben können. Kausale Lehrer sind darauf angewiesen, dass sich ihre eigene Schwingung der Schwingungen der suchenden Menschen auf bestimmten Übermittlungskanälen entspricht. Sie wenden sich vorrangig an die Menschen, deren energetische Struktur ihrer eigenen ähnelt. Dadurch ist die Kommunikation erleichtert. Das Wissen der kausalen Lehrer entstammt aus deren von den Beschränkungen der Angst und des Körpers befreiten Gedächtnisses. Zudem können sie frei über das Wissen in der Akasha-Chronik verfügen. Diese enthält die Aufzeichnungen aller Handlungen, Erfahrungen und Erkenntnisse, die Seelen jemals gemacht haben.
Seelenfamilien in der Kausalwelt können sehr leicht Fragen nach dem Warum beantworten. Sie sind aber nicht allwissend. Sie sind selbst Lernende. Beispielsweise kennen sie die Erfahrungen nicht, die sie machen werden, wenn sie sich weiterentwickeln. Zudem haben sie keinen Zugriff auf Ereignisse, Zusammenhänge und Wissen außerhalb ihrer Frequenz. Seelenfamilien in der Kausalwelt übermitteln ihr Wissen auf unterschiedliche Art und Weise. Die Quelle von Wada Hasselmann, die aus Gelehrten- und Weisenenergien besteht, äußert sich telepathisch und wendet sich an die Bewusstheit ihrer menschlichen Partner. Bei anderen Quellen können Systematik, Semantik und Sprachgebrauch verschieden sein. Es gibt kausale Lehrer, die sich nicht verbal mitteilen. Sie produzieren und empfangen Gefühle und Empfindungen des Vertrauens. Kausale Lehrer können sich auch über Musik oder Meditationen mitteilen. Beispielsweise werden sich Seelenfamilien aus aktiven Energien wie kriegerischen und königlichen Energien vermehrt über Bewegungen kommunizieren. Seelenfamilien aus künstlerischen Essenzen über die künstlerische Ausdrucksfähigkeit, Seelenfamilien aus Gelehrten und Priesterenergien über religiös eingebundene, ruhige und besinnliche Inspirationen. Mein nächster Punkt beschäftigt sich mit der Organisationsform der Kausalwelt. Die Kausalwelt ist in 7 Schichten unterteilt, denen jeweils eine der 7 Grundenergien zugeordnet ist. Die 7 Energieschichten stehen zueinander in Beziehung und sind voneinander abhängig. Alle Seelenstämme in der Kausalwelt haben Zugang zu allen 7 Energieschichten. Sie können ihre Wirkungsschwerpunkte auf eine bestimmte Energieschicht verlagern. Wechseln Seelenfamilien, Seelensippen oder Seelenstämme in eine andere Energieschicht über, passen sie sich an die jeweilige Schwingung an. Dadurch verändern sie ihre Wirkung, Zielsetzung und Stimmung. Die Quelle hat sich auf die Energieschicht der gelehrten Energie 4 spezialisiert. Hier möchte sie Informationen über die Welten der Seele übermitteln. Sie kann Menschen nur dann Botschaften zukommen lassen, wenn sie sich in dieser 4. Energieschicht der Kausalwelt befindet. In dieser Energieschicht leuchtet sie die Grenzen und Möglichkeiten der unterschiedlichen Dimensionen aus. Sie erforscht das Potenzial, das aus dem stetigen Wechsel der Schwingungen entsteht. Ich möchte nun beispielhaft mehrere Wesenheiten beschreiben, die als kausale Lehrer die Menschen unterstützen. Als erstes beschäftige ich mich mit dem kausalen Lehrer, die Quelle. Die Quelle ist die Wesenheit, von der Wada Hasselmann und Frank Schmollke diese Botschaften übermittelt bekommen haben. Sie ist eine Seelenfamilie, die eine Einheit aus 1164 Einzelseelen bildet. Zudem hat sie ihre Erinnerungen an das Getrenntsein in der physischen Welt noch nicht verloren. Ihre Individualität ist aufgehoben, aber das Gefühl von Identität ist erhalten geblieben. Sie spürt, dass sich ihre Membran hin zu etwas Größerem mit zunehmender Erkenntnis auflöst. Die Quelle fühlt energetische Unterschiede zu anderen kausalen Lehrern. Sie selbst besteht aus den Seelenrollen Gelehrter und Weiser. In der Kausalwelt ist sie immer noch gebunden an die Gelehrten und Weisenenergien. Die beiden Essenzen sind miteinander zu Funktionen verschmolzen. Die Funktionen der Quelle richten sich auf Lehren und Kommunizieren. Den Gelehrten ist es wichtig, systematische Erkenntnisse weiterzugeben. Sie können andere Seelenrollen aufgrund ihrer Neutralität und ihres ausgeprägten Verständnisses sehr leicht erreichen. Die Weisen lieben es, sich in Worten auszudrücken. Alle 7 Seelenfamilien der Seelensippe der Quelle befinden sich bereits in der kausalen Welt und sind als kausale Lehrer tätig. Sie arbeiten zusammen, um die Menschen über die seelischen Aspekte des Menschseins aufzuklären. Zur Seelenfamilie der Quelle gehört die Seelenfamilie Michael. Der kausale Lehrer Michael hat in den USA mehreren Medien Botschaften übermittelt. Diese veröffentlichte die Autorin Chelsea Quinn Yarbrough ab 1979 in 4 Büchern. Das bekannteste Buch hat den Titel Messages from Michael.
Die Inhalte der Botschaften ähneln sehr stark denen der Quelle. Sie setzen meiner Meinung nach etwas andere Schwerpunkte. Ich empfinde die Botschaften der Quelle als tiefgehender und ausführlicher. Das könnte damit zusammenhängen, dass die Seelenfamilien aus unterschiedlichen Seelenrollen zusammengesetzt sind. Die Seelenfamilie Michael ist zusammengesetzt aus den Seelenrollen König und Krieger. Damit ist sie deutlich aktionsbetonter als die Quelle. Sie besteht aus 1050 verschmolzenen Einzelseelen. Im Buch More Messages from Michael wird auch eine weitere Seelenfamilie aus der Seelensippe der Quelle erwähnt. Die kausale Quelle Robert besteht aus den Seelenrollen Weiser, Priester und Krieger. Hier ein Zitat von Michael: Wir bieten euch eine Möglichkeit an, das Menschsein zu verstehen. Unser Ziel ist es, euch zu lehren, wie man die Entfaltung auf der körperlichen Ebene besser verstehen kann. Ich glaube, dass man hier noch viele weitere kausale Lehre aufführen kann, die in der Vergangenheit Botschaften auf unterschiedlichste Art und Weise an Menschen vermittelt haben. In meinem Video über das Leben nach dem Tod habe ich den Text Von Leben zu Leben von Linde Hasselmann durchgearbeitet. Diese stammt vom kausalen Lehrer Halal. Halal ist aus den Seelenrollen Heiler, Künstler und Weiser zusammengesetzt. In den Büchern von Wada Hasselmann und Frank Schmollke wird eine weitere kausale Quelle besonders hervorgehoben, nämlich die Wesenheit Seth, von der das Medium Jane Roberts in den 60er und 70er Jahren viele Botschaften übermittelt hat. Diese Botschaften wurden in zahlreichen Büchern weltweit veröffentlicht. Die Quelle beschreibt Seth auf folgende Art und Weise: Seth befindet sich schon wesentlich länger als die Quelle in der Kausalwelt. Sie besteht aus Seelen, die weit vor den Seelen der Quelle ausgeschüttet wurden. Die Individuen von Seth lebten in einem Kollektiv und verstanden sich selbst nicht als Individuen. Sie waren eine Art Vorform der Menschheit. Das Ziel von Seth ist die Vermittlung von Wissen und Weisheit. Das unterscheidet Seth von der Quelle. Diese möchte Menschen helfen zu verstehen. Sie möchte Seelen ihren Weg durch die Schichten von Bewusstsein und Realität erleichtern. Die Profiteure von Seth sind Menschen, die intellektuell zentriert sind, und Menschen, die die Realität als globale Phänomene begreifen möchten. Im Vergleich dazu richtet die Quelle ihre Botschaften eher an das Innenleben des Individuums und möchte eine Entwicklung über emotionale Aspekte des Seins vorantreiben. Zudem möchte sie Entspannung schaffen, um im psychisch-seelischen Bereich Wachstum zu ermöglichen. Die Quelle gibt einige Beispiele für Menschen, die Hilfen und Lehren der Kausalwelt empfingen und weiterleiteten: die Stifter der Weltreligionen, chinesische Weisheitslehrer, Begründer mehrerer Glaubenslehren des indisch-tibetischen Kulturkreises, Verkünder der Naturreligionen, Weise Altägyptens sowie auch spätere Bekenner im Niltal, Denker des antiken Griechenlands, jüdische Propheten, Kirchenväter und Ordensgründer der Christen. Auch viele Musiker, Künstler, Heiler und Wissenschaftler berichteten immer wieder von Inspirationen. Es gibt Faktoren, die die Kommunikation mit kausalen Lehrern erleichtern und erschweren. Sie wird erleichtert, wenn das Medium über eine Schwingung verfügt, die mit der ausgesendeten Schwingung verwandt ist. Sie wird erschwert durch biologische Ermüdungserscheinungen, Ängste und eine schlechte körperliche und psychische Verfassung des Mediums. Auch äußere Einflüsse oder Störfaktoren spielen hierbei eine Rolle. Menschen können mit einem kausalen Lehrer erst dann Verbindung aufnehmen, wenn bereits mindestens ein Seelenfamilienmitglied den Inkarnationszyklus abgeschlossen hat. Dadurch erlangen sie eine Form der Ruhe und können ihre Energie in eine bestimmte Weise ausfächern. Nun komme ich zur Erklärung des Übermittlungsvorgangs medialer Botschaften. Wie eine nicht-materielle Wolke umschließt der kausale Lehrer das Medium. Das Medium nimmt nun die Botschaften über das Gehirn wahr. Die Impulse aus höheren Dimensionen
werden in einer Umschaltzentrale im Gehirn ins Physische manifestiert. Diese Umschaltzentrale ist Teil des Gehirns. Sie gehört jedoch nicht physiologisch zum Gehirn. Die Impulse werden in komplexe Strukturen gegliedert, voneinander getrennt und aufgeteilt. Dadurch rufen sie im Gehirn ein Verstehen hervor. Im Anschluss werden die Impulse in eine sprachliche Form umgestaltet. Medien benötigen eine besondere Veranlagung, um telepathische Botschaften in Sprache wiederzugeben. Normalerweise ist diese nur bei geschultem Bewusstsein und im gehobenen Seelenalter möglich. Das Medium muss großes Vertrauen haben, es muss zulassen können und es muss einen derartigen Kontakt für möglich halten. Bei der medialen Übertragung muss ein Teil der linken Gehirnhälfte zum Empfangen bereit sein. Hier geht es aber wieder nicht um einen Teil des physischen Gehirns. Es geht darum, dass im Bereich der linken Gehirnrinde ein nicht materieller Zugang gefunden werden kann. Das Medium befindet sich in einem Zustand, der mit einer Meditation vergleichbar ist. Bei der medialen Übertragung können Bilder übermittelt werden, die in der kollektiven Erinnerung gespeichert sind, also aus der Kollektivpsyche kommen. Es handelt sich dabei um eine Art Hellsichtigkeit. Seelenfamilien in der Kausalwelt können auch auf nicht telepathische Weise mit Menschen Kontakt aufnehmen. Beispielsweise können in Träumen verbale Botschaften vermittelt werden. In Momenten konzentrierter Besinnlichkeit kann man eine innere Stimme wahrnehmen. Kausale Lehrer können Menschen durch Inspirationen zu Handlungen bewegen, die sie gewöhnlich nie vollziehen würden. Sie sind in der Lage, ihre Schwingungsfrequenz zu erhöhen, ihre emotionalen und motorischen Zentren anzuregen und sie in Ekstase zu versetzen. Es gibt Menschen, die kausalen Lehrern andere Namen geben, beispielsweise innerer Buddha oder Geistführer. Doch wie erkennt man eigentlich Botschaften aus der Kausalwelt? Kausale Lehrer teilen nur Informationen mit, die gebraucht werden. Sie fordern nicht, erwarten nichts, möchten keinen Nutzen erlangen und keine Geschäfte machen. Kausale Lehrer machen Menschen nicht klein. Sie schläfern nicht ein, sondern beruhigen. Sie drohen nicht, sondern klären. Sie arbeiten nicht mit den Ängsten der Menschen. Die Präsenz der Schwingungen ist wahrhaftig und vorurteilslos. Antworten kausaler Lehrer enthalten persönliche Details, die nur der Angesprochene wiedererkennen kann. In ihnen wird nur so viel mitgeteilt, wie ein Mensch mit seinen Mitteln begreifen kann. Es kommt manchmal vor, dass die gesamte Kausalwelt einem Menschen eine Aufgabe überträgt. Diese Aufgabe ist wie eine Berufung, die alle Ängste und behindernden Kräfte neutralisiert. Sie geht über alle Grenzen des Egos, der Persönlichkeit und der Individualität hinaus. Die Kausalwelt teilt sich über die innere Stimme mit. Dieser Vorgang geschieht nur sehr selten und nicht häufiger als 2 oder 3 Mal während eines gesamten Inkarnationszyklus. Für mich hat sich zum Schluss noch die Frage gestellt, was mit den Seelenfamilien geschieht, wenn sie ihre Aufgaben in der Kausalwelt erledigt haben. Wohin begeben sich Seelenfamilien nach ihrem Aufenthalt in der Kausalwelt? Laut der Quelle ist die Kausalwelt nur ein Teilabschnitt des Weges. Das Ende des Weges ist die vollständige Verschmelzung mit dem Allganzen, das Einswerden mit dem Tao. Die Quelle macht keine Angaben darüber, was nach der Kausalwelt kommt. Sie hat es noch nicht erfahren. Aus dem Buch Messages from Michael bin ich auch nicht schlauer geworden. Hier gibt es nur einen kurzen Verweis darauf, dass es noch höhere Ebenen als die Astralebene gibt. Das Michael-Medium José Stevens führt in seinem Michael-Handbook neben der physischen Ebene, der astralen Ebene und der kausalen Ebene noch 4 weitere Ebenen auf: die akashische Ebene, die mentale Ebene, die messianische Ebene und die buddhaische Ebene. Insgesamt also 7 Ebenen, genauso viele wie es Grundenergien gibt. Nur auf der physischen Ebene schwingt die Energie so langsam, dass sie uns wie solide Materie erscheint. Auf höheren Ebenen ist es nicht mehr der Fall.
Dort kann sich die Energie beliebig verschmelzen und trennen. So, das war's. Mir ist jetzt eine Sache noch persönlich wichtig. Die Inhalte dieses Videos stellen nicht die absolute Wahrheit dar. Das gilt natürlich auch für meine anderen Videos. Die Seelenlehre ist ein Modell, eine Systematisierung. Sie ist bloß eine Sicht auf die Dinge um uns herum. Deswegen sollte sie meiner Meinung nach nicht dogmatisch oder ideologisch verwendet werden. Mediale Durchsagen können sowieso immer Übermittlungsfehler enthalten. Mich würde jetzt noch interessieren, welches Wissen du schon zu den Welten der Seele gesammelt hast. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Hattest du schon einmal einen medialen Kontakt mit der Astralwelt oder Kausalwelt? Kennst du noch weitere Bücher und Quellen zum Thema Welten der Seele? Teile uns das gerne in den Kommentaren mit. Mehr Informationen zu den Welten der Seele befinden sich in den Büchern Welten der Seele, Weisheit der Seele, Seelenfamilie und Junge Seelen und alte Seelen von Wada Hasselmann und Frank Schmolke. Auf den Webseiten www.septana.de und www.seelenakademie.org findest du weiterführende Informationen und Materialien zur Seelenlehre sowie Möglichkeiten des Austauschs und der Vernetzung. Hat dir das Video gefallen? Wenn das so ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du unter dem Video auf den Daumen nach oben drückst. Gerne kannst du das Video auch mit anderen teilen. Falls du noch mehr Videos zu den Welten der Seele und der Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmolke anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.